Ja, Leute, was soll ich sagen? Endlich, nach circa 2 Jahren Entwicklungszeit, ist es endlich soweit. Und der Bausatz für diesen RTW ist endlich im Online-Shop erhältlich. Seit gestern 0 Uhr könnt ihr diesen Bausatz bestellen. Beziehungsweise der war ja schon ein paar Wochen vorher vorbestellbar, aber seit gestern Abend könnt ihr den bestellen und habt ihn innerhalb von ein paar Tagen in eurem Briefkasten oder halt in eurem Postfach, sagen wir es mal so. Ja? Ja. Und es ist irgendwie schon so ein kleiner Meilenstein, muss ich sagen. Weil wenn ich überlege, ja, einmal 2 Jahre Entwicklungszeit und wie eigentlich auch alles angefangen hat, ja. Ich habe zur Vorbereitung von dem Video das auch einfach alles nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen. Wie hat eigentlich alles angefangen? Und da habe ich dieses erste Chassis sogar noch gefunden, ja. Das war eigentlich mal so das ursprüngliche Chassis, das ich für das Fahrzeug konstruiert habe. Und da wollte ich eigentlich noch mit solchen einzelnen Ebenen, ich habe die Teile gar nicht mehr, ich habe die nicht mehr gefunden, ich habe nur noch das Teil hier gefunden, aber da wollte ich so die Teile, sag ich mal, als einzelne Ebenen reinlegen, einbauen und das Ganze dann mit Fädeldrähte verbinden und so weiter. So ging alles mal los. Bis mich dann irgendwann im Gespräch mit dem Christoph Schörner, der mich auf die Idee gebracht hat, also der Christoph Schörner von Schichtelbahn, bis der mich irgendwann mal auf die Idee gebracht hat und gesagt hat, warum machst du nicht einfach einen Leiterplattensatz und machst das ganze Chassis als Leiterplatte? Und so hat sich dann halt das Ganze hier entwickelt. Ja? Und wenn ich auch noch zurück überlege, den ersten Leiterplattensatz gemacht, stolz gewesen, als die ersten Platinen quasi aus China gekommen sind und dann aufgebaut und gemerkt, super, klasse, alle LEDs hinten schön vertauscht. War so der erste Tiefpunkt von dem Projekt. Dann das Thema, dass die Originalreifen und Felgen, wenn man die drauf macht, dass dann das Fahrzeug eiert und so weiter. Ja? Also all diese Themen, wenn ich da zurückblicke, was da alles so für Steine in dem Weg lagen, bis dann irgendwann die ersten Fahrzeuge jetzt wirklich tatsächlich fahren können. Ja? Oder fertig sind und funktionieren 100%. Das war wirklich schon ein sehr, sehr steiniger und teilweise auch nervenaufreibender Weg. Ich habe auch wirklich zwischendrin immer mal wieder lange Pausen gemacht, weil gerade wenn dann wirklich so ein Fehlschlag oder was kam, dann ist man immer erstmal wieder, sage ich mal, so ein bisschen demotiviert und aber letzten Endes war es dann auch immer ihr da draußen an dem Bildschirm, wart dann diejenigen, die mich immer wieder angetriggert und angeteasert haben und gesagt haben, ja, passiert, oder auch wenn ich mich dann lang nicht gemeldet habe, wo ihr dann nachgefragt habt, ja, was ist denn mit dem Projekt? Lebt das Projekt noch oder ist es quasi gestorben? Ja? Und ihr wart es dann auch immer wieder, wo ich gedacht habe, ja, nee, du kannst jetzt nicht aufhören, du musst jetzt weitermachen, irgendwie wirst du es dann schon noch zum Ende bringen, zum Erfolg bringen. Und ja, das war eigentlich dann auch ihr, wo mich immer auch wieder ermutigt habt dafür. Und ihr seht, es hat Erfolg gehabt, denn die Bausätze sind endlich erhältlich. Ja, und als kleines Dankeschön an euch, weil ihr so lange ausgehalten habt und so lange mitgefiebert habt, gibt es den Bausatz aktuell noch bis zum 3.10. in meinem Shop für den Sonderpreis von 99,90 und dann kostet er 119,90. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir doch einfach mal kurz rein, was da alles so in dem Bausatz drin ist und was ihr noch außerhalb von dem Bausatz zusätzlich kaufen müsst. Das ist dann so der Bausatz, den ihr bekommt, wenn ihr das Ganze bei mir im Shop bestellt. Ja? Und wir machen den mal kurz auf. Ich zeige euch mal, was da alles drin ist. Da habt ihr einmal so eine kleine Zusatzplatine, so ein Stück Messingdraht, Messingstab. Hier Teile für den Aufbau hinten von dem Fahrzeug, inklusive der SD-Karte.
Dann noch ein paar Teile für das Chassis aufzubauen, den Hauptplatinensatz und noch etliche Kleinteile. Ja, all das gehört zu dem Bausatz. Was ihr dennoch separat bestellen müsst, ja, was ihr auch noch braucht, um das Auto funktionsfähig zu kriegen, ist aus dem Fichtelbahn-Shop zum einen das Soundmodul, den Car-Decoder, das Funkmodul und den Akku. Ja, die 4 Komponenten müsst ihr euch zusätzlich noch im Fichtelbahn-Shop bestellen. Und last but not least, bei der Firma Rieze müsst ihr euch natürlich noch euer entsprechendes oder euer Wunsch GSF RTW Modell bestellen. Ein Thema, was ich euch auch gleich noch sagen möchte, ist nämlich dieses Fahrerhaus hier vorne. Das gibt es in 3 verschiedenen Aufbauten. Ja? Ich halte die hier mal so ein bisschen in die Kamera. Man sieht es, da gibt es einmal die Variante mit den integrierten Blaulichtern, dann gibt es die Variante mit der schmalen Barke und dann gibt es einmal die Variante mit der breiten Barke. Ja? Bei dieser Variante hier und bei dieser Variante mit der schmalen Barke, da sind sämtliche LEDs auf den Leiterplatten drauf. Ja, und die liegen auch dem Bausatz bei, also bei den 2 Varianten hier. Anders da sieht es bei der Variante aus und ich glaube, da gibt es noch eine ganz seltene Variante, nämlich mit so einem durchgehenden Blaulichtbalken irgendwie. Ja, also den habe ich noch nicht einmal live gesehen, also da habe ich noch kein Modell bisher auch gehabt. Ich habe das nur auf der Homepage gesehen und bei der Variante ist es so, hier sind keine LEDs auf der Platine drauf, ja. Einfach, weil die LEDs zu weit außen sitzen und die sind auch nicht im Lieferumfang von dem Bausatz enthalten. Das heißt, hier müsst ihr euch separat noch LEDs bestellen, bedrahtete LEDs bestellen. Und passend natürlich dazu gibt es diese jetzt auch bei mir im Shop. Und zwar gibt es bei mir jetzt 0402er LED mit 2farbigen Anschlussdrähten, damit ihr eben auch nicht ewig suchen müsst, was ist Plus und was ist Minus oder was ist der positive Anschluss und der negative Anschluss. Zusätzlich muss man natürlich auch noch erwähnen, ihr habt es gerade an den vielen Bauteilen gesehen, der Bausatz ist nach wie vor immer noch sehr anspruchsvoll. Ja, also es ist definitiv kein Einsteigermodell, was man natürlich auch an der Bauanleitung sieht. Die hat nämlich knapp 70 Seiten. Ne? Aber im Umkehrschluss habe ich auch versucht, euch die Arbeit wieder so einfach wie möglich zu machen und habe euch nämlich für den BDIC-Monitor fertige Config-Files zum Download bereitgestellt. Ja? Ihr müsst euch also wirklich da nicht durch diese ganzen einzelnen CVs klicken und die einstellen. Ihr könnt einfach euch die Config-Files runterladen und in der Anleitung ist dann auch detailliert beschrieben, wie ihr die ganzen Config-Files laden könnt. Ja? Weil gerade bei dem Modell mit den ganzen Blinksequenzen und so weiter, da sind einige CV-Werte anzupassen. Das macht nicht wirklich Spaß, dass das jeder einzeln macht. Deshalb habe ich euch da Config-Files, fertige Config-Files zur Verfügung gestellt. Dann gehen wir die ganzen Funktionen im Einzelnen nochmal durch. Das ist natürlich als allererstes mal das normale Fahrlicht, ja, also Frontscheinwerfer und natürlich hier hinten die Heckbeleuchtung. Ups, das Teil hängt man noch schief. So, müssen wir so machen. Auf jeden Fall hier hinten Heckbeleuchtung, sowohl unten als auch oben. Und als besonderes Gimmick ist auch noch hier eingebaut, dass ich lasse das Auto mal kurz ein Stück fahren. Wenn das Auto fährt und dann bremst, dann gehen unten die Bremslichter separat an und oben werden sie einfach nur heller. Na? Auch das ist eine Funktion. Nee. So. Dann haben wir natürlich Blinker rechts und Blinker links. Ja, wenn die Frontscheinwerfer an sind, sieht man es da vorne drin ein bisschen besser, aber hier hinten sieht man es sehr gut. Auch hier hinten haben wir wieder unten die Blinker und auch oben die Blinker. Und auch hier innen drin, ich weiß nicht, ob man das hier sieht in der Kamera, auch hier innen drin haben wir wieder die Armaturenbrettbeleuchtung. Ne? So.
dann kommen wir auch gleich zum Wichtigsten, ne? Das ist nämlich das Blaulicht. Ja, also wir haben hier an dem Modell eine umfangreiche Blaulichtbeleuchtung. Das sind diese integrierten, also das ist jetzt die Variante mit den integrierten Blaulichtern hier oben, ne? Da haben wir hier vorne einmal die Frontblitzer und hier oben die integrierten Blaulichter sowie hier hinten oben rechts und links 2 Blaulichter. Hier vorne die Blaulichter, die sind momentan so konfiguriert, dass das so ein Dreifach-Stroboskop-Blitz ist, der abwechselnd rechts und links blitzt. Das ist halt Geschmackssache, aber das könnt ihr ja ganz einfach in den CV-Werten dann einfach umstellen. Dann kann man das auch parallel blinken lassen oder so, ja. Natürlich darf auch der Sound nicht fehlen, wenn ich jetzt das Blaulicht anhabe und schalte über die F16, kann ich den Sound dazu schalten. Ja? Hier sind 4 verschiedene Einsatzsounds auf der SD-Karte bereits vorprogrammiert. Ja, auf der beiliegenden SD-Karte sind 4 Einsatzsounds bereits drauf. Die könnt ihr auch ganz einfach unterschiedlich dann auswählen. Genau, so. Machen wir den Radar mal wieder aus. So, dann drehe ich das Auto mal kurz auf die Seite, weil rechts und links haben wir noch so Umfeldbeleuchtung. Ja, da jetzt halt hier relativ viel Licht ist, wegen der Filmdreherei, sieht man die hier unten halt relativ wenig, aber hier oben sieht man die beiden Scheinwerfer. Das haben wir auf der Seite und auch auf der gegenüberliegenden Seite haben wir natürlich die Umfeldbeleuchtung. Hier jetzt nochmal das Modell mit relativ wenig Licht. Ja, auch hier sieht man jetzt sehr schön die Umfeldbeleuchtung. Wenn ich die jetzt deaktiviere, ist im Nu richtig dunkel und so ist schön hell um das Fahrzeug. So, jetzt machen wir die mal aus und jetzt seht ihr hier drin die Fahrerkabinenbeleuchtung. Ja, die ist relativ schwach gehalten, aber auch in der Realität ist es ja nicht so, dass da innen drin das Tag hell ist, ne? So, und damit sind wir jetzt auch schon fast wieder am Ende dieses Videos angelangt. Vielleicht jetzt noch ein kleiner Ausblick. Also es wird demnächst definitiv auch noch ein Bauvideo geben, wo ich also ein Fahrzeugmodell einfach mal komplett mit meinem Bausatz aufbaue. Bis dahin wünsche ich euch natürlich wieder eine gute Zeit. Ich freue mich über wahnsinnig viele Bestellungen jetzt in meinem Online-Shop zu dem Bausatz und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Euer Björn.